Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. Je nach Lage und klimatischen Verhältnissen ist meist im Juni die Hochzeit der Lindenblüten, die man dann am besten eifrig sammelt und gleich trocknet, um das restliche Jahr über gut mit dem so entstandenen Lindenblütentee versorgt zu sein. Denn bei Tee aus Lindenblüten handelt es sich um ein sehr wirksames altes Hausmittel gegen Erkältungen und Fieber. Und diesen Tee werden wir dann im Winter benötigen, weshalb wir jetzt die Blüten dazu sammeln sollten. Aber auch die frischen Blüten könnte man jetzt im Sommer wunderbar für ein erfrischendes Zitronenwassergetränk verwenden. Da Lindenblüten voller Antioxidantien sind und somit der Zellzerstörung durch freie Radikale auf natürliche Weise entgegenwirken, werden sie auch oft unterstützend sowie präventiv bei Krebserkrankungen eingesetzt. Wirklich beeindruckend ist die vielfältige heilende Bandbreite der Linde. So wirkt sie schmerzlindernd bei Rheuma, Migräne, Magen- und Unterleibsschmerzen. Sie wirkt blutdrucksenkend, beruhigend, schlaffördernd, verdauungsfördernd, harntreibend, fiebersenkend, reizlindernd bei Husten, entzündungshemmend bei Halsschmerzen, vorbeugend zur Steigerung der Immunabwehr, erfrischend und gegen Hitzewallungen in den Wechseljahren. Überall entfalten Lindenbäume nun ihre prächtigen, wohlduftenden Blüten. Zeit, die vielfältigen Heilwirkungen dieser Pflanze neu zu entdecken. Die Lindenblüten bieten nicht nur einen schönen Anblick, die Linde steht heute noch in jedem Dorf, nicht nur weil sie das Symbol des Friedens ist und als Holzquelle dient, sondern auch wegen ihrer heilenden Inhaltsstoffe wie Farnesol, Glykoside, Flavonoide, Gerbstoffe und Gerbsäure. Ebenso Schleimstoffe, ätherische Öle und Phenolcarbonsäuren. Aber auch die jungen Lindenblätter könnte man sehr gut klein geschnitten in Süßspeisen wie Quark oder Joghurt verarbeiten oder in den Smoothie geben. Auch entsaften könnte man die Lindenblätter sehr gut. Ausgewachsen sind Linden ab einem Alter von etwa 150 Jahren. An guten Standorten werden sie mitunter tausende Jahre alt. Subhanallah. Die Linde galt den alten Germanen und Slawen als heiliger Baum, unter dem gerichtet wurde. Noch heute stehen uralte Winterlinden auf vielen Dorfplätzen. Ein kluger Schachzug, denn der betörend süßliche Duft zur Blütezeit beruhigt die Menschen. Die Heilwirkung des Lindenblütentees wird seit etwa 400 Jahren beschrieben. Ein Teil der gesammelten Lindenblüten bewahre ich daher in meinem Abstellraum auf, wo sie zur Trocknung stehen werden. Einen weiteren Teil der gesammelten Lindenblüten verwende ich frisch, um damit im Sommer eine erfrischende, gesunde Zitronenlimonade herzustellen. Mein Video zu den 10 Gründen, warum jeder täglich Zitronenwasser trinken sollte, werde ich euch hier oben gerne nochmal verlinken. Darin werdet ihr unter anderem sehen, dass Zitronenwasser die Verdauung verbessert und fördert, es stärkt das Immunsystem, reinigt die Nieren, es entgiftet, hilft beim Abnehmen, es heilt Schleimhäute und wirkt basisch auf den Organismus. Wie wir gerade gesehen haben, geben wir den Saft einer gepressten Bio-Zitrone in etwa 1 Liter Wasser, geben dann diese ausgepresste Zitronenschale auch hinzu, süßen mit Xylit und oder Stevia. Man könnte auch mit gesundem Glycin süßen. Und dann kommen einige der frischen Lindenblüten mit in diese Glaskanne, zwar ohne Blätter, also nur die Blüten. Diese verbessern nicht nur den Geschmack dieses Zitronenwassers und auch das Aroma, für das der natürliche Duftstoff darin, das Linalol, verantwortlich ist, sondern vor allem auch die gesundheitliche Wirkung dieses ohnehin schon gesunden Getränks. Die ätherischen Öle der Lindenblüten bringen innere Ruhe, eine für die heutige Zeit besonders wertvolle Wirkung, weshalb man die Blüten übrigens auch sehr gut in einem Vollbad benutzen könnte, welches dadurch zum Entspannungsbad werden würde, denn bei nervöser Unruhe und Nervenschmerzen wird das Lindenblütenbad sehr empfohlen. Die Blüten enthalten viele heilsame Wirkstoffe, darunter finden sich Flavonoide. Diese Pflanzenstoffe wirken leicht antibiotisch. Farnesol ist ein ätherisches Öl. Dank dieser und anderer Inhaltsstoffe werden Lindenblüten verschiedene Wirkungen zugesprochen, wie dass sie unter anderem beruhigend wirken, leicht Blutdruck senkend, schleimlösend und entzündungshemmend, weshalb sie unter anderem auch gerne bei Rheuma verwendet werden. Das Praktische an dieser Glaskaraffe übrigens, die aus hitzebeständigem Borosilikatglas besteht, ist, dass sie einen Deckel mit Ausgießfunktion aus Edelstahl hat, der tropffreies Ausgießen
gewährleistet und gleichzeitig bleiben eben die Zitronenscheiben und die Blüten und was immer man dann in der Kanne hat, beim Ausgießen in der Karaffe. Die praktische Glaskaraffe kann ich euch gerne unten an der Pinnwand verlinken. Ja, und schon haben wir ein leckeres, gesundes, erfrischendes Zitronenwasser mit Lindenblüten, Aroma und Geschmack hergestellt. Eine wunderbare, gesunde Alternative zu herkömmlichen, ungesunden Softdrinks wie Cola, Fanta und wie sie alle heißen, die stark zur Übersäuerung des Organismus beitragen, die den Blutzuckerspiegel in die Höhe treiben, wodurch wiederum zahlreiche Erkrankungen entstehen können. Mein Video zu den 12 Anzeichen einer Insulinresistenz, das werde ich euch hier oben auch gerne nochmal verlinken. Aus den frischen Blüten könnte man nun ebenso einen Lindenblütenhonig herstellen oder eher ein Lindenblütenhonigferment. Mein Video zum Knoblauch-Honigferment, worin ich alles Wichtige dazu erklärt hatte, das kann ich euch hier oben auch gerne nochmal verlinken. Man gibt dazu so viele von den gut duftenden, gesunden Lindenblüten in den Honig und verrührt alles miteinander. Und zwar immer erstmal nur eine Handvoll, verrührt das dann mit dem Honig, dann wieder eine Handvoll und nochmal eine Handvoll. Schließt dann das Glas und lässt dann dieses Glas mit den Lindenblüten darin für eine Woche mindestens im Dunkeln stehen. Also im Abstellraum oder in einem dunklen Küchenschrank. Der Honig wird dann mit der Zeit flüssiger und durch die entstehende Fermentation wird dieses Produkt noch viel gesünder, als Honig und Lindenblüte für sich selber schon sind. Mashallah. Ja, und als drittes könnte man natürlich jetzt die getrockneten Lindenblüten in ein Gefäß geben und aufbewahren bis zum Winter und daraus dann einen heilsamen Tee herstellen. Denn Lindenblüten helfen ja bei Fieber, Erkältungen und Nervosität. Und für eine Heilanwendung als Tee gibt man einen Teelöffel Lindenblüten mit einem Viertel-Liter kochendem Wasser in eine Tasse und lässt sie 5 Minuten ziehen. Und schluckweise dann getrunken hilft dieser Tee bei Erkältungskrankheiten, Fieber und Reizhusten. Und wie schon gesagt, ein starker Aufguss von Lindenblüten macht auch ein Vollbad zum Entspannungsbad und lindert Nervenschmerzen. Der heiße Tee enthält ätherische Öle und Glykoside, die schweißtreibend wirken und innere Ruhe bringen. Auch wirkt er, wie gesagt, schleimlösend, beruhigend, leicht Blutdruck senkend, Hustenreiz stillend, entzündungshemmend und aufgrund dieser Wirkungen wird Lindenblütentee als Kraut gegen Erkältungen, bei Fieber, Erkrankungen der oberen Atemwege, Rheuma sowie einigen weiteren Beschwerden gerne verwendet. Selbst in der Frauenheilkunde finden Lindenblüten seit langer Zeit Verwendung. So können Lindenblüten in der Schwangerschaft hilfreich sein, da sie angstvolle Verspannungen lösen und die Geburt erleichtern können. Der Tee hilft also bei innerer Unruhe, bei Nervenschmerzen, bei Fieber, er regt zum Schwitzen an und lindert Reizhusten und senkt das Fieber. Ja, und der Volksmund sagt, dass das Holz der Linde gut zum Schnitzen ist, ihr Blätterdach vereint die Menschen beim Unterhalten und Richten und ihr Name erzählt auch von ihrem Wesen. Die Linde ist lind, sie ist biegsam und mild, ihre Heilkraft ist sanft. Es lohnt sich also allemal, die gut duftenden, wunderschönen, gesunden Lindenblüten jetzt zwischen Juni und Juli zu sammeln. Mein leckeres Kokos-Erdnussbutterfatsch, was hier zu sehen ist, kann ich euch gerne hier oben nochmal verlinken. Diese gesunde Süßigkeit passt sehr gut zu diesem Lindenblütentee. Ja, damit ist das Video beendet. Wenn es euch von Nutzen war und gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und teilt dieses Video mit euren Freunden und Bekannten. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.